Willkommen. Willkommen an deinem heutigen stillen Ort. Nimm dir, bevor wir beginnen, einen Moment, um an dem Platz, an dem du gerade bist, anzukommen. Lockere, was sich lockern lassen möchte. Lass deine Schultern noch ein wenig tiefer sinken, als du es für möglich gehalten hättest. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass den Zungenrücken sanft auf dem Mundboden ruhen. Es gibt nichts, was du in der nächsten kleinen Weile tun müsstest. Nichts, woran du dich erinnern müsstest. Nichts, was du planen müsstest. Der Tag, was immer er gebracht hat, ist bereits zu Ende. Er hat sich zusammengerollt wie ein langes Band und sich selbst beiseite gelegt. Du brauchst ihn nicht länger zu tragen. Heute Nacht wirst du ganz behutsam an einen Ort reisen, der nur für die Ruhe da ist. Ein Ort unter der Oberfläche einer alten, blassen Wüste. Ein Ort aus warmem Salz und sanftem Licht und langsamen, getragenen Klängen. Du musst ihn dir nicht perfekt vorstellen. Du musst ihn dir eigentlich gar nicht vorstellen. Die Worte werden einfach kommen. Und du kannst sie durch dich hindurchziehen lassen, so wie warmes Wasser über glatte Steine fließt. Atme, wenn du magst, langsam ein und noch langsamer aus. Und noch einmal. Ein und aus. Dieses Mal länger. Spüre die Stelle, an der dein Körper das berührt, was dich trägt. Die Matratze, das Kissen, das Polster, die Decke. Spüre, wie es dich vollständig stützt, ohne irgendetwas dafür zu verlangen. Gut, wir beginnen dort, wo der Weg beginnt. Am Rand einer stillen Wüste, am Ende eines stillen Tages. Du stehst auf einer flachen Erhebung aus blassem, feinem Sand. Die Sonne ist bereits hinter einem langen Dünenkamm versunken und der Himmel über dir hat die Farbe von altem Pergament. Ein weiches Bernstein, das in ein tieferes Rosé übergeht. Die Luft ist trocken und warm, nicht heiß. Jene Wärme, die der Sand den ganzen Nachmittag gehalten hat und nun langsam an den Abend zurückgibt. Du kannst hier etwas Leises riechen. Einen trockenen, mineralischen Duft. Den Duft von warmem Salz. Er steigt aus dem Boden selbst auf, aus dem großen, verborgenen Salzkörper, der direkt unter dieser Wüste liegt. Kammern und Terrassen und langsame, atmende Räume. Alle von Wasser über viele stille Jahrhunderte hinweg ausgewaschen. Vor dir, eingelassen in den Hang eines flachen Hügels, steht eine kleine hölzerne Tür. Das Holz ist von Sonne und Zeit blass gebleicht. Ein einfacher, eiserner Riegel hält sie geschlossen. Über der Tür glüht eine einzelne kupferne Laterne in warmem Bernsteinlicht. Die Farbe von Honig, von spätem Nachmittag, von einer Kerze, gesehen durch ein Papierfenster. Du gehst auf die Tür zu. Der Sand flüstert unter deinen Füßen, weich und pudrig. Du greifst nach dem Riegel. Er ist kühl in deiner Hand, glatt von vielen sanften Händen vor deiner. Du hebst ihn und die Tür öffnet sich mit einem leisen, trockenen Geräusch, als würde ein Buch auf einer lange erinnerten Seite aufgeschlagen. Drinnen führen Stufen hinab. Breite, flache Stufen, in das Salz selbst gehauen, die allmählich nach unten führen. Sie werden von weiteren kleinen kupfernen Laternen erleuchtet, die in Nischen entlang der Wand sitzen, jede mit jenem gleichen, blassen Bernstein glühen. Die Luft, die dir entgegensteigt, ist wärmer als die Wüstenluft und irgendwie weicher. Sie trägt denselben Duft von warmem Salz, trocken, mineralisch, leicht süßlich und darunter etwas anderes. Ein leises, anhaltendes Summen, weit unten, wie der tiefste Ton eines fernen Cellos, über viele Minuten ausgezogen. Du trittst ein. Du ziehst die Tür sanft hinter dir zu. Der Riegel fällt mit einem leisen, zufriedenen Klick zurück an seinen Platz. Und nun
gibt es nur noch die Treppe, die Laternen und den langsamen Abstieg. Du beginnst hinabzugehen. Die Stufen sind glatt und breit. Deine Füße finden sie mühelos. Du musst dich nicht beeilen. Niemand wartet auf dich. Da ist nur das langsame Drehen der Treppe, das Wärmerwerden der Luft und das sanfte Tieferwerden jenes fernen Summens. Nach einer Weile, du könntest nicht sagen, wie lange, denn die Zeit hat hier schon begonnen, sich zu lösen, bemerkst du, dass die Wände um dich herum sich zu verändern beginnen. Zuerst waren sie raues, blasses Salz, in der Farbe von Knochen oder Sahne. Nun siehst du hier und da Adern aus durchscheinendem Kristall, die sich durch sie ziehen. Blassrosa, blassgold, blassblau-grau. Sie fangen das Laternenlicht ein, halten es fest und leuchten leise von innen. Du lässt deine Fingerspitzen beim Gehen über die Wand streichen. Das Salz ist kühl und pudrig. Ein feiner Staub bleibt an deinen Fingerspitzen zurück, weich wie Mehl. Du kannst es jetzt stärker riechen, diesen warmen, mineralischen Duft. Und du hörst deutlicher das lange, ruhige Summen, das von irgendwo weiter unten heraufzieht. Die Treppe biegt sich einmal und dann noch einmal. Die Laternen hängen nun in etwas dichteren Abständen. Und dann, schließlich, enden die Stufen. Und du findest dich in einer kleinen, runden Kammer wieder. Nicht größer als eine Speisekammer, mit einer einzelnen Bogentür, die weiter hineinführt. Ein Filzvorhang hängt vor der Tür, dick, schwer, in der Farbe von altem Moos. Du schiebst ihn sanft mit einer Hand zur Seite und trittst hindurch. Und hier kommst du an. Du stehst am Eingang der ersten Höhle der unteren Terrassen. Vor dir öffnet sich die Kammer, weit, gewölbt und sanft erleuchtet. Die Decke steigt in langsamen Bögen hoch über dir auf, wie das Innere einer riesigen Muschel. Blasse Bernsteinglühlampen hängen an langen Kupferdrähten, in unterschiedlichen Höhen aufgehängt, manche tief genug, um sie zu berühren, manche so hoch, dass sie wie kleine, schläfrige Sterne wirken. Jede leuchtet in jenem gleichen warmen Honiglicht. Und dort, wo das Licht die Salzwände berührt, leuchten die Wände zurück. Weiches Rosa, weiches Gold, weiche Sahnefarbe. Der Boden ist glatt, vom langen Gebrauch poliert. Ein blasser Pfad aus feinerem Salz wurde durch seine Mitte gefegt. An den Wänden, in sorgfältig gepflegten Beeten, wachsen die Gärten. Du hast noch nie Gärten wie diese gesehen. Sie sind nicht aus Blättern oder Stängeln oder Blütenblättern gemacht. Sie sind aus Klang gemacht. Kristallene Blüten, manche nicht größer als ein Fingernagel, manche so breit wie ein Speiseteller, erheben sich aus dem Salz in langsamen, sich verzweigenden Gruppen. Sie sind durchscheinend und halten das Lampenlicht in sich. Wenn die Luft sich um sie bewegt oder wenn eine vorbeistreifende Hand sie berührt, summen sie, leise, süß, jede in ihrer eigenen Tonhöhe. Manche summen tief, wie ein langsam eingezogener, tiefer Atem. Manche summen höher, wie ein Finger, der den Rand eines Glases umkreist. Zusammen ergeben sie eine Art weichen, vielschichtigen Akkord, der die Kammer füllt, ohne je laut zu werden. Es ist der Klang eines stillen Raumes, der atmet. Du stehst einen Moment lang an der Schwelle und nimmst es in dich auf. Die Wärme der salzwarmen Luft auf deinem Gesicht, den leisen Bernsteinschleier der Lampen, das langsame, vielschichtige Summen, den trockenen, mineralischen Geruch, den weichen, pudrigen Staub auf deinen Fingerspitzen. Und dann bemerkst du sie. Ein Stück den mittleren Pfad hinunter, kniend neben einem der Gartenbeete, ist eine junge Frau in weichen grauen Arbeitskleidern. Ihre Ärmel
sind bis zu den Ellbogen hochgekrempelt. Ihr Haar ist locker im Nacken zusammengefasst und mit einem Streifen blassem Stoff gebunden. Sie summt, sehr leise, fast lautlos, und während sie summt, besprüht sie eine Gruppe winziger kristallener Sprösslinge mit einem kleinen kupfernen Zerstäuber, von der Art mit einem langen, gebogenen Auslauf und einem ganz, ganz langsamen Auslöser. Das ist Sarah. Sie ist eine junge Echogärtnerin und heute Abend macht sie ihre Abendrunde. Du musst dich nicht vorstellen. An diesem Ort sind Besucher willkommen, so wie Abendlicht willkommen ist, leise, ohne Förmlichkeit. Sie blickt auf, als du die Kammer betrittst. Sie schenkt dir ein kleines, leichtes Lächeln. Sie nickt, einmal, als wollte sie sagen, ja, du wirst erwartet. Und dann wendet sie sich, sanft, wieder ihrer Arbeit zu. Du gehst ein Stück weiter in die Kammer hinein. Der Weg ist kühl und glatt unter deinen Füßen. Du kommst nah an eines der Gartenbeete heran und kannst die Blüten nun deutlicher sehen. Sie sind nicht ganz wie Blumen. Es sind Bündel kleiner, facettierter Kristalle, die aus Beeten feinen Salzstaubs aufsteigen, sich verästeln, wie bestimmte Korallen sich verästeln. Einige sind blassrosa, einige sind blassblau, einige sind beinahe klar, mit nur dem zartesten Gold im Inneren. Jedes Bündel trägt einen einzigen gehaltenen Ton in sich, einen Klang, in den es langsam hineingewachsen ist, über viele Tage oder Monate oder sogar Jahre. Du gehst langsam in die Hocke, neben eines der kleineren Bündel. Du berührst es nicht. Du lehnst dich nur nah heran. Und während dein Atem die Luft darum herum erwärmt, hörst du einen winzigen, klaren Ton, wie ein kleines Glöckchen, das einmal mit einem weichen Klöppel angeschlagen wird. Er hängt einen langen Augenblick in der Luft und verklingt dann. Sarah blickt herüber und lächelt wieder. Du richtest dich behutsam auf und trittst zurück auf den Weg. Sie steht auf und streift sich mit geübten Händen den Salzstaub von den Knien. Sie hebt den kupfernen Zerstäuber, gibt einen kleinen Stoß über ein besonders zartes Bündel von Trieben und die Tröpfchen perlen ganz kurz auf den kristallinen Spitzen, bevor sie einsinken. Das Bündel gibt ein weiches, zufriedenes Summen von sich, einen einzelnen tiefen Ton, wie ein warmer Finger, der über eine tiefe Seite gleitet. Sie deutet mit der sanftesten Neigung des Kopfes an, dass du mit ihr gehen darfst. Und so tust du es. Gemeinsam geht ihr langsam den Mittelweg der ersten Kammer entlang. Sie hält hier und da inne, beugt sich über ein Beet und prüft mit dem Handrücken die Feuchtigkeit des Salzes. Richtet einen kleinen Holzmarker auf, der sich leicht geneigt hat. Streift einen Staubfleck von einer der größeren Blüten. Jede Bewegung ist klein. Jede Bewegung ist ohne Eile. Nichts in ihrer Arbeit deutet darauf hin, dass sie lieber irgendwo anders sein wollte. Du bemerkst, dass sie außer dem kupfernen Zerstäuber an der Hüfte eine weiche Ledertasche trägt. Aus ihr lugt die Ecke eines kleinen, in Graphit gebundenen Heftes hervor und das Ende eines kurzen Bleistiftstummels. Wenn sie etwas freut, ein Trieb, der ein wenig höher gewachsen ist, eine Blüte, deren Klang tiefer geworden ist, nimmt sie das Heft und den Bleistift heraus und macht, ganz langsam, eine kleine Notiz. Ihre Schrift ist ordentlich und rund, wie die sorgfältige Hand eines Kindes. Und sie schreibt nicht viel. Ein Wort, ein Zeichen, eine kleine Zahl. Dann wird das Heft wieder verstaut und die Arbeit geht weiter. Am anderen Ende der ersten Kammer verengt sich der Weg und führt durch einen weiteren Filzvorhang. Dieser
hat die Farbe blassen Staubs, weich und verblichen. Sarah erreicht ihn, wendet sich zu dir und wartet. Du trittst neben sie. Sie teilt den Vorhang. Ihr tretet beide hindurch und in eine zweite Kammer. Diese ist kleiner und niedriger. Die Decke ist näher über dem Kopf. Die Lampen sind matter, spärlicher gesetzt. Die Luft ist hier noch wärmer und irgendwie weicher, als wäre der Klang selbst dichter geworden. So wie Honig dichter ist als Wasser. Das hier, das verstehst du. Ohne dass es dir gesagt werden muss, ist die Nische der weichen Konsonanten. Die Blüten hier sind klein und rundlich. Sie summen nicht. Stattdessen geben sie, wenn die Luft sich um sie bewegt, kleine, weiche Laute von sich, wie ein Schläfer, der sich im Bett umdreht, wie eine Seite, die in einem dicken Buch umgeblättert wird, wie ein Hausschuh, der leise auf einen Holzboden gestellt wird. Die Laute sind nicht ganz Worte. Sie sind die weichen Ränder der Worte. Das Pst, das Sch, das M, das F, die sanften, schlafbringenden Ränder der Sprache. Sarah geht langsam zwischen den Beeten hindurch. Sie besprüht jedes Bündel, ein kleiner Stoß, dann noch einer. Die Tröpfchen perlen auf den runden Kristallen und während sie einsinken, werden die Laute ein wenig voller. Ein sanftes Pst hier, ein schläfriges dort, ein langes, langsames Sch, das verweilt und verklingt. Du gehst hinter ihr her, sehr langsam. Du atmest lang und langsam ein und lang und langsam aus. Du kannst die warme Salzluft in deiner Nase spüren, trocken und rein. Du kannst die pudrige Weichheit des Salzstaubs unter deinen Füßen spüren. Du kannst das sanfte Gewicht des Lampenlichts auf deiner Haut spüren, wie eine Hand, die leicht auf deine Schulter gelegt wird. In der Ecke dieser Kammer, in einer eigenen kleinen Nische, steht ein niedriges Steinbecken. Sarah kniet sich daneben. Sie taucht den kupfernen Zerstäuber ins Wasser. Du hörst das kleine, klare Glucksen des Wassers, während der Zerstäuber sich füllt. Dann steht sie auf und setzt ihre Arbeit fort. Und die weichen Konsonanten murmeln rings um dich. Du verweilst noch einen Augenblick neben dem Becken. Das Wasser ist still und von unten her schwach beleuchtet, als wäre eine winzige Laterne in das Salz darunter eingelassen. Du kannst im Wasser das langsame Treiben feiner Salzkörner sehen, wie Schlick in einem trägen Fluss. Du beobachtest sie eine Weile. Sie setzen sich. Sie treiben. Sie setzen sich wieder. Als du aufschaust, steht Sarah am anderen Ende der Kammer und teilt sanft einen weiteren Vorhang. Du gehst langsam zu ihr. Ihr tretet gemeinsam hindurch. Die dritte Kammer ist breiter als die zweite und niedriger als die erste. Ihr Boden senkt sich sanft in der Mitte, wie eine sehr weite, sehr flache Schale. Am Grund der Schale befindet sich ein Becken, viel größer als das in der vorigen Kammer, vielleicht so groß wie ein kleines Lesezimmer, gerahmt von niedrigen Wänden aus poliertem Salz. In diesem Becken haben sich Wiegenlieder eingebürgert. Du verstehst das, fast bevor du es siehst. Das Becken ist nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit einem weichen, tiefen, anhaltenden Akkord. Einem Klang, den du beinahe auf deiner Haut spüren kannst. Es ist die Art von Klang, die eine Großmutter einem Kind summen mag, das sie in den Armen wiegt. Es ist die Art von Klang, die ein langsamer Wind in den Dachbalken eines stillen Hauses am Ende eines langen Abends macht. Er ist vielschichtig und sanft und er verändert sich nicht. Um die Ränder des Beckens herum drängen sich kleine kristalline Blüten, wachsen wild, wachsen frei. Sarah besprüht sie nicht. Sie beschneidet sie nicht.
In dieser Kammer dürfen sich die Wiegenlieder ausbreiten, wie sie wollen. Ihre einzige Aufgabe hier ist es, langsam am Rand des Beckens entlang zu gehen, lauschend, den Kopf leicht zur Seite geneigt, so wie du den Kopf neigen würdest, um einem fernen Vogelruf zu folgen. Du gehst mit ihr langsam um den Rand des Beckens. Der Klang des Wiegenliedes steigt sanft und warm um dich herum auf. Du kannst ihn in deiner Brust spüren, ganz schwach, ein weiches, tiefes Mitschwingen, als wären deine eigenen Rippen eine kleine Trommel, die von sehr freundlichen Fingern berührt wird. Dein Atem wird langsamer, deine Schritte werden langsamer. Das bernsteinfarbene Lampenlicht leuchtet durch die durchscheinenden Salzwände um das Becken und die ganze Kammer fühlt sich an wie das Innere einer Papierlaterne. An einer Stelle hält Sarah inne, geht in die Hocke und lauscht aufmerksam einer bestimmten Blüte nahe am Rand. Sie nickt langsam, als wäre sie zufrieden. Sie nimmt das Notizbuch heraus und den Bleistift und schreibt ein kleines, rundes Zeichen. Dann steht sie wieder auf und ihr beide geht weiter. Als ihr den ganzen Kreis des Beckens abgeschritten habt, führt sie dich zu einem weiteren Filzvorhang. Dieser tief und weich blau, wie der Himmel kurz bevor die Sterne erscheinen. Sie schiebt ihn beiseite. Du trittst hindurch. Die 4. Kammer ist der Sprossengarten. Sie ist wieder kleiner und wie eine Aufzuchtstube angelegt. Lange, niedrige Holztische ziehen sich durch den Raum. Jeder belegt mit flachen Tabletts aus feinem Salzstaub. In jedem Tablett bilden sich winzige, blasse Kristalle, nicht größer als Reiskörner, nicht höher als ein Stecknadelkopf. Jedes Tablett ist mit einem kleinen Graphitschildchen versehen, beschrieben in Sarahs sorgfältiger, runder Handschrift. Wenn du dich nahe zu einem der Tabletts hinunterbeugst, kannst du, sehr leise, ein kleines Pling hören. Dann noch eines. Dann ein drittes. Die kleinen Kristalle beginnen gerade erst, ihre Töne zu finden. Jedes Pling ist kaum lauter als ein Gedanke. Sarah geht langsam an den Tischen entlang und besprüht jedes Tablett mit dem leichtesten Hauch des kupfernen Zerstäubers. Die Tröpfchen perlen auf den winzigen Kristallen und die Plings werden, ganz leicht, klarer. Du hörst sie leise vor sich hinsummen, während sie arbeitet. Keine Melodie genau, nur ein kleines, vertrautes Geräusch, so wie manche Leute summen, wenn sie Zimmerpflanzen gießen oder warme Wäsche zusammenlegen. Du gehst langsam zwischen den Tischen hindurch. Du lässt deinen Blick der Reihe nach auf jedem Tablett ruhen. Du versuchst nicht, sie dir einzuprägen. Du versuchst nicht, sie zu verstehen. Du lässt deinen Blick einfach über sie streifen, wie eine langsame Hand über die Oberfläche stillen Wassers streifen mag. Am hinteren Ende des Sprossengartens steht ein kleiner Holzstuhl neben einem kleinen Holzschreibtisch. Auf dem Schreibtisch leuchtet eine einzelne Lampe. Neben der Lampe stehen ein Stapel Notizbücher, ein Glas mit Bleistiftstummeln und eine kleine Keramikschale mit feinem Salzstaub, das zum Trocknen der Tinte verwendet wird. Sarah tritt nun an den Schreibtisch. Sie stellt den kupfernen Zerstäuber ab. Sie öffnet eines der Notizbücher. Sie macht ein paar kleine Notizen. Sie klappt es wieder zu. Du stehst still da und nimmst den Geruch des warmen Salzes in dich auf. Das sanfte Pling der Sprossen, das leise Knarren des Holzstuhls, wenn Sarah ihr Gewicht verlagert. Über dir, sehr leise, kannst du das langsame Setzen des Salzes in der Decke hören. Ein langes, tiefes Knarren, wie ein altes Holzschiff, das sich in stillem Wasser zurechtrückt. Es ist ein tröstliches Geräusch. Es sagt, diesen Ort gibt es schon immer. Es wird ihn noch lange nach dieser Nacht geben. Als sie ihre Notizen beendet hat,
steht Sarah wieder auf. Sie nimmt den kupfernen Zerstäuber, gibt ihm einen kleinen, liebevollen Klaps, als wäre er ein vertrautes Werkzeug, und deutet sanft an, dass du ihr folgen sollst. Du verlässt den Sprossengarten durch eine niedrige Tür an seinem hinteren Ende. Hier hängt kein Vorhang, nur ein Bogen aus poliertem Salz, der schwach bernsteinfarben leuchtet. Hinter dem Bogen führt ein langer, schmaler Gang in sanfter Kurve nach unten. Du gehst mit ihr langsam diesen Gang entlang. Die Wände sind beidseitig so nah, dass du sie zugleich mit den Fingerspitzen streifen könntest. Du tust es nicht, aber du könntest. Der Salzstaub auf dem Boden ist hier feiner, fast wie Puderzucker. Deine Schritte machen kein Geräusch. Der Gang biegt sich einmal und dann noch einmal. Während er sich krümmt, wird die Luft ein wenig kühler, noch immer warm, aber mit einem Hauch von etwas Frischerem, wie die Luft am Eingang einer stillen Höhle. Und dann, ganz allmählich, öffnet sich der Gang in eine Kammer, die weiter und niedriger ist als alle, die du bisher gesehen hast. Dies ist die Kammer der tiefen Töne. Die Decke wölbt sich hier in langen, sanften Bögen über dir. Die Lampen sind weniger und sie glühen gedämpfter, in der Farbe von Glut, von altem Gold, von spätem Kaminlicht. An einer Wand erhebt sich eine große, gewölbte Nische, tief und gerundet, und darin, an die Wand geschmiegt, wie ein Büschel langsam wachsender Früchte, ist eine Blüte aus tiefen Tönen. Eine so große Blüte hast du noch nicht gesehen. Sie muss hier seit vielen Jahren gewachsen sein. Die Kristalle sind breit und gerundet. Sie leuchten schwach von innen, in Tönen von tiefem Bernstein, tiefem Rosé, tiefem Blau. Wenn sich die Luft um sie bewegt, geben sie einen langen, gehaltenen Akkord von sich, tief und warm und voll. Die Art Akkord, die eher aus dem Boden herauszukommen scheint, als aus irgendeinem einzelnen Instrument. Es ist der Klang einer sehr großen, sehr gütigen Glocke, die gerade ausgeklungen ist und nun in ihrem eigenen Nachklang ruht. Sarah geht langsam auf die Blüte zu. Sie besprüht sie nicht. Sie berührt sie nicht. Sie steht einfach vor ihr, die Hände locker vor der Taille gefaltet, und lauscht. Nach einem langen Augenblick nimmt sie das Notizbuch heraus. Sie schreibt eine kleine Notiz. Sie klappt es wieder zu. Du stehst neben ihr und auch du lauschst. Der tiefe Akkord rollt langsam durch die Kammer, tief und warm. Du spürst ihn in den Sohlen deiner Füße. Du spürst ihn im Kreuz deines Rückens. Du spürst ihn in der weichen Mulde deiner Kehle, wo Atem zur Stimme wird. Es ist ein Klang, der nichts von dir verlangt. Es ist ein Klang, der schon immer hier war und der weitergehen wird. Lange nach diesem Augenblick, in seiner eigenen, langsamen Zeit. Nach einer Weile, du kannst nicht sagen, wie lange, tritt Sarah sanft von der Nische zurück. Sie wendet sich dir zu und wieder, mit jenem kleinen, leichten Lächeln, deutet sie den Weg entlang. Du gehst weiter. Am hinteren Ende der Kammer der tiefen Töne führt eine kurze Treppe aus breiten, flachen Stufen hinauf in einen kleineren, runderen Raum. Du steigst sie langsam hinauf, eine nach der anderen. Oben angekommen, findest du dich in einer kleinen, warmen Kammer wieder, die offenbar für das Ausruhen und für kleine Akte der Fürsorge eingerichtet wurde. Ein niedriger Tisch steht in der Mitte des Raumes. 2 Filzkissen sind daneben angeordnet. Auf dem Tisch steht ein kleiner Kupferkessel über einem winzigen Messingbecken, in dem eine einzelne warme Kohle glüht. Neben dem Kessel warten 2 Keramikbecher in der Farbe weicher Sahne. Eine kleine Holzschachtel, deren Deckel
mit einem schlichten Wellenmuster geschnitzt ist, steht neben den Bechern. Und auf der anderen Seite des Tisches, bereits bequem auf seinem Kissen sitzend, ist der alte Katalogist der Höhle. Er ist ein kleiner, runder Mann mit einem Gesicht voller sanfter Linien. Sein Haar ist weiß und fein. Er trägt die gleiche weiche graue Arbeitskleidung wie Sarah, aber darüber eine lange Filzweste in der Farbe dunkler Pflaume. Ein riesiges Buch liegt aufgeschlagen auf seinem Schoß, so groß, dass seine Ränder auf seinen beiden Knien aufliegen. Er blickt auf, als du und Sarah eintretet, und sein Gesicht faltet sich zu einem langsamen, warmen Lächeln. Er spricht nicht. Er neigt einfach den Kopf zum Gruß und klopft auf das leere Kissen neben sich. Sarah lässt sich in einer langsamen, mühelosen Bewegung auf ihr Kissen nieder. Du setzt dich genauso langsam auf das andere Kissen. Der Filz ist dick und warm unter dir. Du spürst, zum ersten Mal, seit du angekommen bist, wie gut es tut, einfach still zu sitzen. Der Verzeichner schließt sein großes Buch sanft und markiert die Stelle mit einem langen Band. Er legt es beiseite, auf ein niedriges Regal hinter sich. Dann hebt er den kleinen kupfernen Kessel von der Kohlenpfanne und gießt langsam in jede der 3 Tassen. Du siehst, wie die dunkle, duftende Flüssigkeit in das cremefarbene Keramikgefäß strömt. Der Dampf steigt in langsamen, trägen Spiralen auf. Jetzt riechst du es, den Duft von geröstetem Gerstentee. Warm und nussig und ganz leicht süß, wie Brotrinden vom Boden eines Ofens, wie Sonnenlicht auf trockenem Gras. Es ist einer der tröstlichsten Düfte, die du je gekannt hast, auch wenn du ihn vor diesem Abend nie gerochen hast. Der Verzeichner reicht Sarah eine Tasse. Er reicht dir eine. Er hebt seine eigene Tasse, hält sie sacht in beiden Händen und nickt ganz leicht, als wollte er sagen, bitte. Du hebst deine Tasse. Die Keramik ist warm an deinen Handflächen. Einen Moment lang hältst du sie nahe ans Gesicht und lässt den Dampf über deine Wangen und deine Stirn ziehen. Der Duft gerösteter Gerste setzt sich in dir ab, tief und still. Du nimmst einen kleinen Schluck. Der Tee ist warm, nicht heiß, und er schmeckt so, wie der Duft es versprochen hat. Nussig, ganz leicht süß, mit einem langen, sanften Nachklang, der hinten im Hals verweilt wie ein leises Summen. Du nimmst noch einen Schluck. Du lässt die Tasse in deinem Schoß ruhen. Du hörst das langsame Knarren des Salzes über dir, diesen langen, langsamen Klang von Schiffsbalken und darunter, weit unten, das geschichtete Summen der Gärten. All die Kammern, die sanft miteinander summen. Die kleinen Glocken der ersten Kammer, die weichen Konsonanten der zweiten, der tiefe Akkord des Wiegenliedbeckens, die winzigen Pings der Keimlinge, die tiefe, warme Resonanz der tiefen Töne an der gewölbten Wand. Du sitzt und trinkst deinen Tee, langsam. Niemand hat es eilig. Niemand wird dir eine Frage stellen. Niemand wird etwas von dir verlangen. Es gibt nur die Wärme in deinen Händen, das warme Kissen unter dir, die warme Luft um dich herum und das langsame, geschichtete Summen der Gärten unter deinen Füßen. Der Verzeichner greift in die kleine Holzschachtel auf dem Tisch und holt 3 kleine, runde Kekse hervor. Blassgoldfarben, jeder nicht größer als eine Münze. Sie duften leicht nach Honig und gerösteten Samen. Er legt einen neben jede Tasse. Du nimmst deinen auf. Du nimmst einen kleinen Bissen. Er ist trocken und sanft und kaum süß. Und er löst sich langsam auf deiner Zunge auf. Du isst den Keks langsam. Du trinkst deinen Tee langsam aus. Du sitzt eine Weile in der behaglichen Stille zwischen euch dreien, der Art von Stille, die nicht leer ist, sondern voll,
wie ein Zimmer mit einem Feuer darin, über das niemand sprechen muss. Nach langer Zeit erhebt sich der Verzeichner. Er tut es langsam, mit dem behutsamen Entfalten von jemandem, der viele stille Jahre in denselben warmen Räumen verbracht hat. Er sammelt die Tassen, den Kessel, die kleine Holzschachtel. Er trägt sie sanft zu einem niedrigen Regal an der Rückwand des Raumes, wo sie auf den nächsten Abend warten werden. Er kehrt zu seinem Kissen zurück, lässt sich nieder, hebt sein großes Buch wieder auf seinen Schoß, schlägt es beim Band auf und nimmt seine sorgsame Arbeit wieder auf. Sarah erhebt sich neben dir. Du erhebst dich auch. Du verneigst dich leicht vor dem Verzeichner. Er blickt nicht auf, aber er lächelt und seine Hand hebt sich ganz kurz zu einem kleinen Winken. Und dann tretet du und Sarah aus dem warmen Teeraum und setzt eure Runde fort. Der nächste Teil des Abends ist vielleicht der langsamste von allen. Du und Sarah gehen durch die Kammern zurück, die ihr schon besucht habt. Nun aber in umgekehrter Richtung und mit einem anderen Zweck. Jetzt dimmt Sarah die Lampen für die Nacht. In der Kammer der tiefen Töne geht sie langsam von einer Bernsteinlampe zur nächsten. Sie bläst sie nicht aus. Sie löscht sie nicht. Sie dreht nur einen kleinen Messingknopf am Sockel jeder Lampe. Und der warme Glühfaden im Inneren wird ein klein wenig schwächer. Eine nach der anderen werden die Lampen sanfter, bis die Kammer in eine tiefe, leuchtende Dämmerung getaucht ist. Die Farbe einer Glut, eine halbe Stunde nachdem das Feuer erloschen ist. Die große, tiefe Blüte in der gewölbten Nische glüht von innen in tiefem Bernstein und tiefem Rosa. Ihr langer Akkord rollt leise durch die gedämpfte Kammer. Jetzt langsamer, jetzt sanfter, als bereite auch sie sich auf die Nacht vor. Du folgst Sarah zurück durch den schmalen Gang zum Keimlingsgarten. Dasselbe langsame Dimmen geschieht auch hier. Eine Lampe, dann noch eine, jede zu einem sanften Glühen heruntergedreht. Die Tabletts mit den winzigen Keimlingen pingen jetzt leiser, als begännen auch sie zur Ruhe zu kommen. Sarah hält bei einem Tablett inne, beugt sich nah hinunter und lauscht. Sie nickt. Sie schreibt ein kleines Zeichen in das Verzeichnis. Sie geht weiter. In der Kammer des Wiegenliedbeckens dimmt sie die Lampen nicht ganz. Sie dreht sie nur zur Hälfte herunter. Das Becken muss etwas von seinem Glühen behalten. Der Wiegenliedakkord steigt um dich herum auf, sanft wie immer, geschichtet und warm. Du gehst noch einmal langsam am Rand des Beckens entlang, hinter Sarah, und deine Schritte fallen in den Rhythmus ihrer. In der Nische der weichen Konsonanten dimmt sie die Lampen, eine nach der anderen, bis die runden kristallinen Blüten nur noch eben zu sehen sind. Kleine, glühende Wölbungen im warmen Halbdunkel. Die weichen Laute murmeln rings um dich. Psst. Schah. Wie ein Raum voller Schlafender. Wie eine große Hand, die die Oberfläche eines Lakens glättet. Und schließlich, in der ersten Kammer, der, in die du gekommen bist, dimmt sie die Lampen zu einem leisen Bernsteinglühen. Und die hohen Hängelampen an ihren Kupferdrähten werden wie ferne, schläfrige Sterne. Die geklusterten Blüten summen leise, leiser als zuvor, und finden ihre nächtliche Ruhe. Als alle Lampen in der ersten Kammer heruntergedreht sind, dreht sich Sarah zu dir um und lächelt. Ihr Gesicht ist jetzt halb im Schatten, halb im Bernsteinlicht. Sie deutet sanft an, dass du ihr noch einmal folgen sollst. Diesmal führt sie dich in einen Teil der Höhle, den du noch nicht gesehen hast. Ein kleiner Seitengang öffnet sich von der ersten Kammer aus, niedrig und gerundet.
mit einem weichen Filzvorhang vor seiner Mündung. Sie zieht den Vorhang zur Seite. Du trittst hindurch. Der Gang ist kurz und an seinem Ende öffnet er sich in eine kleine, runde, zutiefst stille Kammer. Die Wände sind ganz mit dickem Filz ausgekleidet, in der Farbe von blassem Weizen, in der Farbe von trockenem Gras, in der Farbe von weicher, warmer Wolle. Die Decke wölbt sich niedrig über dir, ebenfalls mit Filz ausgekleidet. Selbst dein eigener leiser Atem klingt hier weicher, sanfter, als hielte der Raum selbst ihn. An den Rändern dieses Raumes, in die filzverkleideten Wände eingelassen, befinden sich kleine Nischen. Jede Nische ist gerade groß genug, dass sich eine Person bequem hineinkuscheln kann. Jede ist mit noch dickerem Filz ausgekleidet und mit weichen Wolldecken aufgeschichtet. In der Farbe von Sahne, in der Farbe von blassem Honig, in der Farbe von warmem Sand. Dies sind die Ruhenischen, die Orte, an denen die Echogärtner am Ende ihrer Abendrunden ruhen. Sarah geht zu einer Nische, zu der, die sie immer nimmt, und du erkennst, dass es ihre ist, weil ein kleiner, gut geliebter Wollschal am Kopfende zusammengefaltet liegt. Aber sie steigt noch nicht hinein. Zuerst deutet sie auf eine andere Nische, genau gegenüber der ihren, und schenkt dir einen kleinen, freundlichen Blick, als wollte sie sagen, diese hier ist für dich. Als wollte sie sagen, du bist willkommen zu bleiben. Du gehst langsam zu der Nische, die sie dir angeboten hat. Du lässt dich vorsichtig auf ihren weichen Filzboden sinken. Die Wände der Nische schmiegen sich an 3 Seiten um dich. Die Decken sind an einem Ende zusammengefaltet. Du nimmst eine, langsam, faltest sie auseinander und legst sie über deinen Schoß. Du spürst die Wärme des Filzes an deinem Rücken, an deinen Armen, an der Rückseite deiner Beine. Du riechst das warme Salz der Höhle, schwach vermischt mit dem trockenen, reinen Duft der Wolle. Du hörst, ganz leise, das langsame, vielschichtige Summen der Gärten durch die Filzwände. Leiser jetzt, langsamer jetzt, die sanfte nächtliche Fassung all der Lieder, durch die du heute Abend gegangen bist. Sarah ist drüben in ihre eigene Nische gestiegen. Sie hat sich den Schal über die Schultern gezogen. Sie hat den kupfernen Zerstäuber und die kleine Ledertasche sorgfältig an das Fußende ihrer Nische gestellt. Sie legt sich langsam auf die Seite, einen Arm unter die Wange geschoben. Ihre Augen begegnen deinen, nur einmal, und sie lächelt, nur einmal, und dann schließt sie die Augen. Du legst dich auch hin. Du legst dich langsam hin, so wie du dich in ein warmes Bad gleiten lassen würdest. Dein Kopf findet eine gefaltete Decke, die dort liegt, wo ein Kissen liegen würde. Sie ist weich und leicht kühl und gibt sanft unter dem Gewicht deines Kopfes nach. Du ziehst die Wolldecke über dich. Du lässt deine Hände ruhen, eine über der anderen, knapp unter dem Schlüsselbein. Du lässt deine Beine in die Form fallen, die sich am besten anfühlt. Und nun beginnst du langsam davon zu treiben. Du hörst das langsame Knarren des Salzes über dir, den langen, tiefen Klang eines Schiffsbalkens. Er sagt, dieser Ort ist alt. Er sagt, dieser Ort wird dich halten. Er sagt, es geschieht nichts, das deine Aufmerksamkeit braucht. Du hörst, ganz leise, den tiefen, tiefen Akkord der Tieftonblüte. Weit unter dir, immer noch leise summend in ihrer gewölbten Nische. Tief und warm, langsam und voll. Du hörst, noch leiser, die sanften Konsonanten der zweiten Kammer. Das Hauchen, das das Schuh, wie ein Raum voller Menschen, die jenseits einer halb geschlossenen Tür schlafen. Du riechst den warmen, trockenen Mineralduft des Salzes. Die schwache,
nachklingende Süße des gerösteten Gerstentees, den reinen Wollduft der Decke. Du spürst den weichen Filz um dich herum, die warme Luft an deinem Gesicht, das Gewicht der Decke auf deiner Brust. Dein Atem ist langsamer geworden. Deine Schultern sind weicher geworden. Dein Kiefer hat sich gelöst. Deine Hände sind warm und still. Irgendwo, ganz weit weg, summt das Wiegenliedbecken seinen langsamen, vielschichtigen Akkord. Du kannst ihn fast hören. Du kannst ihn fast nicht hören. Es ist die Art Klang, die dich hält, ohne darum zu bitten, gehalten zu werden. Die Lampen, die wenigen, die noch leuchten, sind so weit heruntergedreht, dass die Höhle kaum noch erhellt ist. Gerade genug Licht, um sich zurechtzufinden, falls man es müsste. Niemand muss es. Du musst dich an nichts von heute erinnern. Du musst nichts für morgen planen. Du musst dieser Geschichte nicht weiterfolgen. Du kannst sie loslassen. Du kannst sie verblassen lassen. Du kannst sie weicher werden lassen. Das Salz knarrt sanft über dir. Die tiefen Töne summen sanft unter dir. Die sanften Konsonanten murmeln leise durch die filzverkleideten Wände. Hauch, schwa, warmes Salz, Bernsteinlicht, kühler, pudriger Staub, weicher Filz, langsames Summen, warmes Salze, Bernsteinlicht, langsames Summen, warmes Salz, langsames Summen. Du bist gehalten. Du bist warm. Du bist still. Du bist hier, in einer kleinen, filzverkleideten Nische, unter einer großen, blassen Wüste, an einem Ort, der schon immer gewusst hat, wie man ruht. Lass deinen Atem langsamer werden. Lass deine Gedanken weicher werden. Lass die Geschichte ein klein wenig weiter von dir wegtreiben, so wie ein kleines Boot von einem stillen Steg wegtreibt. Die Lampen sind gedämpft. Die Blüten sind gedämpft. Die Kammern sind gedämpft. Der Verzeichner hat sein großes Buch geschlossen. Er hat es auf sein Regal gestellt. Er hat seine eigene Lampe heruntergedreht. Sarah schläft. Du hörst, ganz leise, den langsamen, gleichmäßigen Rhythmus ihres Atems. Und er passt zu deinem. Und deiner passt zu ihrem. Und beide passen zu dem langsamen Knarren des Salzes über euch und zum langsamen, tiefen Summen der Blüte unter euch. Du bist jetzt Teil von all dem. Du bist Teil des langsamen Atems der Höhlen. Du bist Teil des langsamen Setzens des Salzes. Du bist Teil der warmen Bernsteindämmerung. Du bist Teil der Stille. Du musst nicht mehr zuhören. Du musst nicht mehr folgen. Du musst die Worte nicht mehr festhalten. Lass sie treiben. Lass sie verblassen. Lass sie weicher werden. Warmes Salz, Bernsteinlicht, langsames Summen, warmes Salz, langsames Summen, warm, langsam, still. Ruh dich jetzt aus. Ruh dich jetzt aus. Ruh dich jetzt aus. Schlaf gut. Das Summen geht ohne dich weiter. Es braucht dich nicht, um zuzuhören. Es braucht dich nicht, um zu folgen. Es summt von selbst, so wie das Meer von selbst summt, so wie das langsame Drehen der Welt von selbst summt, ohne dass jemand mitzählen muss. Und doch bist du noch hier, ein klein wenig, gerade genug, ein sanftes Gewahrsein, schwebend in warmem Bernstein, sanft am langsamen Rhythmus des Höhlenatems verteut. Die filzverkleideten Wände halten die kleine Nische wie hohle Hände. Das Salz darüber hält die hohlen Hände wie eine große, blasse Handfläche. Die Wüste über dem Salz hält die Handfläche wie ein geduldiger Himmel. Und die Nacht über der Wüste hält das alles, weich und sternenübersät und unendlich langsam. Du wirst von all dem gehalten,
vom Filz, vom Salz, von der Wüste, von der Nacht. Schicht um Schicht aus Stille. Schicht um Schicht aus Wärme. Schicht um Schicht aus langsamem, geduldigem Halten. Nichts hier braucht dich wach. Nichts hier braucht dein Erinnern. Nichts hier braucht dein Entscheiden. Das große Buch des Verzeichners ist geschlossen. Die Lampen entlang des langen Saals sind gedämpft. Die Blüten in ihren kühlen Steinbecken haben ihre Blätter in sich hineingefaltet, so wie Hände sich falten, wenn sie mit dem Tag fertig sind. Das Salz darüber knarrt einmal, ganz sanft, und ist dann still. Der tiefe Ton der Blüte summt weiter, stetig, unter allem. Hauch. Schwach. Du treibst ein wenig weiter von den Worten weg. Die Worte werden zu Klängen. Die Klänge werden zu Wärme. Die Wärme wird zu einem sanften, blassen Glühen am Rand deiner Gedanken. Bernstein. 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 Warmes Salz. Langsames Summen. Weicher Filz. Irgendwo ganz weit weg kannst du dir fast den langen Korridor vorstellen, durch den du vorhin gegangen bist. Die Laternen, in langsamen Abständen aufgehängt. Die Art, wie jede einen Kreis aus honigfarbenem Licht auf den glatten, blassen Boden warf. Die Art, wie sich die Kreise gerade an ihren Rändern überlappten, sodass du nie aus einem heraustreten musstest, bevor du in den nächsten getreten bist. Du bewegtest dich von Licht in Licht. Du bewegtest dich von Wärme in Wärme. Du kannst diesen Gang nun dunkler werden lassen. Du kannst die Laternen sich selbst herunterdimmen lassen. Eine nach der anderen. So wie sie es zu dieser Stunde immer tun. Du kannst den weichen, blassen Boden kühl werden lassen. Du kannst die lange Halle ruhen lassen. Der Verzeichner hat seine eigene Lampe heruntergedreht. Sein großes Buch ist geschlossen. Sein Regal ist still. Serra schläft in ihrer eigenen filzgefütterten Nische, nicht weit entfernt. Ihr Atem geht langsam. Ihre Hände sind weich. Die kleine Lampe an ihrem Bett ist fast bis ins Nichts gedimmt. Nur ein Faden warmen Lichts, nicht heller als eine einzelne Kohle, für die Nacht abgedeckt. Du kannst ihren Atem hören, schwach wie ein Hauch von Wind über Sand. Ein, aus, ein, aus. Dein Atem passt sich ihrem an, ihrer passt sich deinem an. Beide passen sich dem langen, langsamen Knarren des Salzes oben an, dem langen, langsamen Summen der Blüte unten. Alles atmet gemeinsam. Alles setzt sich gemeinsam. Alles ruht gemeinsam. Die Hüter der Höhlen, die sanften, freundlichen, die die Becken pflegten und die Lampendorte stutzten, sind in ihre eigenen stillen Räume gegangen. Ihre gewebten Hausschuhe hängen an ihren Haken. Ihre blassen Schürzen hängen gefaltet. Ihre kleinen Kessel kühlen auf kühlem Stein. Die Kessel werden am Morgen wieder singen. Die Hausschuhe werden am Morgen wieder sanft über die warmen, blassen Böden tappen. Die Blüten werden am Morgen wieder ihre Blütenblätter öffnen. Aber nicht jetzt. Jetzt ist die Zeit zum Ruhen. Jetzt ist die Zeit, gehalten zu werden. Jetzt ist die Zeit, loszulassen. Du kannst die Wärme des Salzes an deinem Rücken spüren, weich wie frisches Brot aus dem Ofen, das man auf einer Fensterbank abkühlen lässt. Du kannst die Wärme des Filzes an deinen Seiten spüren, weich wie ein vertrauter Mantel, gefüttert mit alter, sanfter Wolle. Du kannst die Wärme des Bernsteinlichts durch deine geschlossenen Augen spüren, weich wie das Innere einer Papierlaterne. Warmes Brot, alte Wolle, Papierlaterne, warmes Brot, alte Wolle, Papierlaterne. Die Worte werden noch langsamer. Die Sätze werden kürzer.
Du musst ihnen nicht folgen. Du musst sie dir nicht vorstellen. Du musst überhaupt nichts tun. Einfach ruhen. Einfach setzen. Einfach treiben. Die Höhle ist weit. Die Höhle ist geduldig. Die Höhle hat viele Schläfer vor dir gehalten und wird viele nach dir halten. Und heute Nacht hält sie dich. Sie verlangt nichts von dir. Sie misst dich nicht. Sie zählt deine Atemzüge nicht. Sie hält einfach. So wie eine Hand einen kleinen glatten Stein hält. So wie ein Becken stilles Wasser hält. So wie die Nacht die Wüste hält. Du bist der kleine glatte Stein. Du bist das stille Wasser. Du bist die Wüste unter der geduldigen Nacht. Still. Es ist nichts mehr zu tun. Es ist nichts mehr zu finden. Es gibt keinen Ort mehr, an den man gehen müsste. Du bist bereits hier. Du bist bereits zu Hause. Du ruhst bereits. Das Bernsteinlicht wird um eine weitere Nuance dunkler. Das Summen wird um eine weitere Stufe weicher. Das Salz oben setzt sich um ein weiteres Flüstern. Irgendwo, weit oben, zieht der Wüstenwind langsam und warm über die Dünen, glättet sie sanft, so wie eine Hand ein Laken glättet. Die Sterne über der Wüste sind still und hell und sehr, sehr weit weg. Auch sie verlangen nichts von dir. Sie scheinen einfach. Sie haben schon immer einfach geschienen. Und hier unten, unter dem Salz, unter den filzgefütterten Wänden, unter dem warmen Bernsteindämmer, ruhst du einfach. Du ruhst einfach. Du ruhst einfach. Wenn ein Gedanke vorbeitreibt, klein, leise, harmlos, lass ihn weitertreiben. Er ist nur ein kleines Boot auf einer langsamen Strömung. Du musst nicht an Bord gehen. Du musst ihm nicht zurufen. Du kannst ihn vorbeiziehen lassen, so wie die Höhle das Salz sich setzen lässt. So wie das Becken die Blüte sich schließen lässt. So wie die Wüste den Wind ihre Dünen glätten lässt. Lass ihn vorbeiziehen. Lass ihn vorbeiziehen. Lass ihn vorbeiziehen. Ein weiteres kleines Boot. Eine weitere langsame Strömung. Ein weiteres leises Treiben. Du bist nicht auf dem Wasser. Du bist am warmen, weichen Ufer. Du bist in etwas Freundliches gehüllt. Du beobachtest die kleinen Boote aus einer großen, sanften Entfernung. Und das Beobachten selbst wird weicher und weicher und weicher, bis die Boote nur noch ein Schimmern sind, bis das Schimmern nur noch ein Hauch ist, bis der Hauch nur noch das Summen der Blüte ist, weit unten, schwach wie ein Herzschlag, gehört durch eine dicke, warme Decke. Pochen, summen, pochen, summen, langsam, stetig, geduldig. Du kannst nun deinen eigenen Atem spüren, ganz sanft. Ein durch die Nase, weich wie warme Milch. Aus durch den Mund, weich wie warmer Dampf. Ein, aus, Jeder Atemzug ein wenig langsamer als der letzte. Jeder Atemzug ein wenig weicher als der letzte. Jeder Atemzug ein wenig tiefer in die Wärme. Du singst, nicht schnell, keineswegs in Eile, nur sanft, so wie warmes Brot in eine warme Schale Brühe sinkt, so wie eine Kerze in ihren eigenen Wachsteich weich wird, so wie eine Feder sich auf stilles Wasser legt. Warmes Brot in Brühe, Kerze in Wachs, Feder auf Wasser. Du singst, du setzt dich, du ruhst. Die Höhle summt weiter. Das Salz knarrt hin und wieder, leise wie eine schlafende Katze, die sich im Schlaf bewegt. Das Bernsteinlicht wird um eine weitere Nuance dunkler und noch eine, bis es nicht heller ist als das Innere eines geschlossenen Augenlids in der Wärme eines langen Nachmittags. Du erinnerst dich, ganz schwach, an den Duft von Zeder, von irgendwo früher am Abend. Ein kleines Bündel Zedernspäne, unter ein Kissen gelegt, warm und trocken und sauber. Du erinnerst dich an die kleinen Glocken,
die am Eingang der langen Halle hingen. Nur 3, kaum klingend, nur ein Fadenklang. Du erinnerst dich an die Wärme eines glatten, blassen Steins unter deiner Handfläche. Zeder, Glocken, warmer Stein. Zeder, ich jene Glocken, ich ein warmer Stein. Diese kleinen Dinge bleiben bei dir. Sie sind in den warmen Filz an deinen Seiten gebettet. Sie sind in das weiche, bernsteinerne Dämmern eingefaltet. Sie sind nun Teil des sanften Haltens. Du musst dich nicht klar an sie erinnern. Du musst sie nicht behalten. Sie werden sich selbst bewahren. Irgendwo Stilles, irgendwo Freundliches, bis zum Morgen. Und der Morgen ist weit weg. Der Morgen ist geduldig. Der Morgen wird in seiner eigenen langsamen Zeit eintreffen, mit seinen eigenen warmen Kesseln und seinen eigenen weichen Hausschuhen und seinen eigenen kleinen Glocken. Für jetzt gibt es nur dies: warmes Salz, bernsteinernes Dämmern, langsames Summen, warmes Salz, bernsteinernes Dämmern, langsames Summen, warmes Salz, langsames Summen, warm, langsam, warm, langsam. Der Verzeichner träumt einen stillen Traum von Seiten, die sich von selbst umblättern. Sarah träumt einen stillen Traum von einer kleinen Lampe, die sie als Kind einmal trug. Die Hüter träumen stille Träume von Kesseln und Hausschuhen und kleinen freundlichen Aufgaben, gut erledigt. Du darfst auch träumen oder auch nicht. Beides ist willkommen. Beides ist genug. Wenn ein Traum kommt, lass ihn sanft kommen, so wie eine kleine Katze auf eine warme Decke tritt. Wenn kein Traum kommt, lass die Stille selbst genug sein, so wie eine warme Decke für sich allein genug ist. So oder so, du bist gehalten. So oder so, du bist warm. So oder so, du bist zu Hause. Das Salz darüber knarrt noch einmal, ganz sanft. Die Blüte unten summt einen langsamen Ton. Das bernsteinfarbene Licht dämmert herab bis fast zu nichts. Fast nichts. Fast nichts. Fast nichts. Doch die Wärme bleibt. Die Wärme bleibt immer. Die Wärme ist in den Filz gewoben und in das Salz und in den geduldigen Stein. Und sie geht nicht fort, nur weil das Licht gegangen ist. Du bist warm im Dunkeln. Du bist warm in der Stille. Du bist warm in dem langsamen Summen, das kaum noch ein Summen ist, nur ein Gefühl, nur eine Sanftheit, nur ein Empfinden, leise gewiegt zu werden. Gewiegt, so wie ein kleines Boot an einem ruhigen Steg gewiegt wird. Gewiegt, so wie eine Hängematte unter einem langsamen Nachmittag gewiegt wird. Gewiegt, so wie eine Wiege von einer geduldigen Hand gewiegt wird. Kleines Boot, Hängematte, Wiege, kleines Boot, Hängematte, Wiege. Du wirst gewiegt, du bist warm, du bist geborgen. Die Worte beginnen, ihre Kanten zu verlieren. Die Sätze beginnen, ihre Formen zu verlieren. Die Geschichte beginnt, ihre Umrisse zu verlieren. Das ist gut. Das ist richtig. Das ist es, was jetzt geschehen soll. Lass die Kanten weich werden. Lass die Formen weich werden. Lass die Umrisse weich werden. Bis alles eine einzige warme, bernsteinfarbene Sanftheit ist. Mit einem langsamen Summen am Grund und einem kleinen, stetigen Atem, der hindurchzieht und sonst gar nichts. Eine warme, bernsteinfarbene Sanftheit. Ein langsames Summen. Ein kleiner, stetiger Atem. Ein, aus, ein, aus. Die Höhle hält dich. Das Salz hält die Höhle. Die Wüste hält das Salz. Die Nacht hält die Wüste. Und etwas noch Gütigeres und noch Stilleres hält die Nacht. Und du musst seinen Namen nicht kennen. Du musst nur gehalten werden. Und das wirst du. Und das wirst du. Und das wirst du. Schau. Still, wenn du noch zuhörst. Auch nur ein wenig. Auch nur ganz schwach. Darfst du dieses Zuhören jetzt loslassen. Du musst der Stimme nicht weiter folgen.
Die Stimme wird von selbst leise. Die Stimme wird von selbst dämmern. Die Stimme wird sich selbst in das langsame Summen verklingen lassen, so wie eine kleine Laterne sich in das warme Dunkel verlöschen lässt. Die Stimme lässt los. Die Stimme dämmert. Die Stimme wird weicher. Sie sagt jetzt nur noch kleine, sanfte Dinge. Warm, langsam, still, geborgen, warm, langsam, still, geborgen, warm, langsam, geborgen, warm, geborgen, warm. Du bist warm. Du bist geborgen. Du bist zu Hause. Das Salz knarrt einmal, weit entfernt, leise wie eine sich wendende Saite. Das Summen senkt sich in etwas Tieferes als Klang, ein Empfinden unter allem, eine stete, gütige Gegenwart, ein langsames, geduldiges Ja. Ja, du darfst ruhen. Ja, du darfst schlafen. Ja, du darfst den ganzen langen Tag loslassen und die ganze lange Woche und die ganze lange Zeit des Wachseins und in die warme, bernsteinfarbene Stille hinabgleiten, so lange du brauchst. Solange du brauchst. Solange du brauchst. Hier gibt es keine Uhr. Es gibt keinen Zeitplan. Es gibt keine Tür, die sich zu irgendeiner Stunde schließt. Die Höhle ist geduldig. Das Salz ist geduldig. Die Nacht ist geduldig. Sie werden auf dich warten, so wie warme Räume immer warten, ohne zu zählen, ohne sich zu sorgen, ohne je müde des Wartens zu werden. Du darfst bleiben, solange du magst. Du darfst so tief sinken, wie du magst. Du darfst so lange ruhen, wie du magst. Und wenn der Morgen kommt, weit entfernt, langsam wie Honig von einem langsamen Löffel, dann wird er sanft kommen. Er wird kommen mit dem leisen Tappen gewebter Pantoffeln auf warmen, hellen Böden. Er wird kommen mit dem kleinen Lied der Kessel. Er wird kommen mit dem langsamen Öffnen blasser Blüten in kühlen Steinbecken. Doch der Morgen ist noch nicht da. Der Morgen ist geduldig. Jetzt ist nur jetzt. Jetzt ist nur warm. Jetzt ist nur still. Jetzt ist nur Ruhe. Du bist Teil des langsamen Atmens der Höhlen. Du bist Teil des langsamen Sichsetzens des Salzes. Du bist Teil des warmen, bernsteinfarbenen Dämmers. Du bist Teil des langsamen Summens, das kaum noch ein Summen ist. Du bist Teil der Stille. Du bist die Stille. Du bist die Stille. Du bist die Stille. Schha. Still. Lass die letzten kleinen Gedanken fortdriften, einen nach dem anderen, wie kleine sanfte Federn auf einer langsamen, warmen Strömung. Lass sie ziehen. Lass sie ziehen. Lass sie ziehen. Jeder eine Feder. Jeder ein langsames Treiben. Jeder schon fort. Treiben, treiben, treiben. Warmes Salz. Langsames Summen. Warm. Langsam. Warm. Langsam. Warm. Du musst nicht mehr zuhören. Du musst nicht mehr folgen. Du musst dich nicht mehr an die Worte halten. Lass sie treiben. Lass sie dämmern. Lass sie weich werden. Lass sie ziehen. Der Verzeichner schläft. Sera schläft. Die Hüter schlafen. Die Blüten schlafen in ihren kühlen Steinbecken. Die Lampen schlafen an den langen, blassen Hallen entlang. Das Salz darüber schläft auf seine große, blasse, geduldige Weise. Die Wüste über dem Salz schläft auf ihre langsame, weite, geduldige Weise. Die Nacht über der Wüste schläft auf ihre sternenklare, sanfte Weise. Und du schläfst mit allem. Du schläfst mit allem. Du schläfst mit allem. Ein warmer Atemzug hinein. Ein warmer Atemzug hinaus. Ein warmer Atemzug hinein. Ein warmer Atemzug hinaus. Langsamer. 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 Weicher. 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 Warm. Langsam. Still. Geborgen. Warm. Langsam. Geborgen. Warm. Geborgen. Warm. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Die Höhle hält dich. Das Salz hält dich. Die Nacht hält dich. Du bist gehalten.
Du bist warm. Du bist zu Hause. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Und gute Nacht.